Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Der Spaziergang führt uns heute zu der Firma Franke und Heidecke Rollei. Die Firma Rollei ist durch zwei Freunde gegründet worden und das war im Jahr 1920. Der Kaufmann Franke und der Techniker Heidecke gründeten 1920 die Werkstatt für Feinmechanik und Optik in Braunschweig. Die Firma war sehr erfolgreich, vor allem durch die 6x6 Spiegelreflexkameras. Aber heute haben wir was ganz anderes. Es geht um die Rollei 35 und jetzt einfachheitshalber nenne ich Rollei 35 Urmodell. Und das gab in zwei Ausführungen: Schwarz, Made in Germany, und Silber oder Chrom und Schwarz, Made in Singapur. Aber zurück zu der Firmengeschichte. Lange Zeit war die Firma Rollei Marktführer für die Kameras 6x6 auf Rollfilm. Und kaum ein Reporter, kaum ein Profi, der diese Kamera nicht kannte oder benutzte. Das war natürlich der Begriff für Made in Germany und Qualität Fotografie aus Deutschland. In den 70er Jahren, so wie alle anderen Firmen, hat Rollei auch den Einfall von den Asiaten gespürt. In den 71er Jahren fand die Liquidierung von der Firma Voigtländer, und nachdem jetzt Rollei im Besitz oder Teilbesitz der Firma Voigtländer war natürlich auch damit betroffen. Und hier fiel die Drittelentscheidung. Das heißt, die Firma Carl Zeiss, das Land Niedersachsen und Rollei bekamen 1/3 von den Werten Voigtländers, aber nicht nur die Werte, aber auch die Namen. Und so war wieder mal Rollei ein bisschen auf die Beine gekommen. 1971 gründete die Firma Rollei eine Produktionsstätte in Singapur und verlagerte die Produktion nach Singapur zwecks günstigere Arbeitsbedingungen und der erhofften günstiger Anbieten von Rollei-Kameras in Europa. Aber zurück zu unseren Kameras. Der Kamerakonstrukteur Heinz Waske schaffte mit der Rollei 35 nicht nur eine Kamera, sondern auch ein Schmuckstück. Diese kleine, feine Kamera war die kleinste Kamera der Welt damals. Der Konstrukteur schaffte 580 Kamerateile in dieser Kamera unterzubringen. Allein der Verschluss besteht aus 185 Kleinteile. Eine Superkamera. Ein Schmuckstück. Es ist eine Kleinbild-Sucherkamera mit Gleittubus. Das heißt, wenn der Tubus zurückgeführt wird, ist die Kamera total ausgeschaltet. Mit dieser Konstruktion hat man alle Sperrfunktionen der Kamera erreicht. Der nächste Schritt ist ein Tessar-Objektiv 40 mm. Üblich waren damals 50 mm. Man geht auf die 40, weil man hat ein enorm großes Platzsparpotenzial. Der nächste Schritt ist der Verschluss. Der Moment, wo die Optik zurückgeführt wird, teilt sich der Verschluss in zwei Teile. Diese Konstruktion war einmalig und
war das Ergebnis von viel Genauigkeit für die 185 Teile, aber vor allem war platzsparend über alles. Belichtungsmesser ist ein Gosen. Das war damals der beste und vor allem der sicherste und beständigste Belichtungsmesser, der damals auf dem Markt war. Und natürlich seine Haltbarkeit war bekannt. Die Kamera hat einen Selbstausleser und dann kommen wir jetzt zu Blitzgerät. Für das Blitzgerät war der Oberdeckel zu schwach. Und je nachdem, welche Blitzgerät man verwendet, wäre das Ganze kopflastig. Also, wenn wir das Blitzgerät unterbringen, auf die untere Kameraseite, liegt die Kamera besser in der Hand. Die Haltbarkeit, das heißt auf die Teile, ist gegeben und die Kamera ist trotzdem kleiner, sparsamer und vor allem liegt besser in der Hand. Noch ein sehr großes Sparpotenzial war mit der Andruckplatte. Macht man die Kamera auf, üblicherweise ist die Andruckplatte auf diese Teil. Hier ist angelegt, weil hier ergab sich auch eine große Platzsparung. Das ist eigentlich die kleinste Kamera der Welt, aber sehr nahe kommt noch die Minox 35. Es war eine Kamera, auch so klein, aber mit sehr großen Problemen. Sie war reparaturanfällig und ein paar Jahre später kam dazu die Olympus XA, aber wie ich sagte, ziemlich später. Ich nenne diese Kamera Urmodell, weil 35 war die erste Kamera. Und jetzt ist von dieser Kamera in der Zeit von 67 bis 71 in Deutschland produziert und da wurden etwa 312.000 Stück produziert. Dann fängt die Konstruktion oder der Bau in Singapur. In Singapur wurde die Kamera von 1971 bis 1974 gebaut und es waren 185 Kameras gebaut. Das war jetzt ein Urmodell. Jetzt kommen die 31 Sondermodelle. Das sind jetzt Modelle 35A, 35B, 35S, 35 in Gold, in Silber, in Titan und so weiter und so fort. Und alles in allem ergibt sich etwa 2 Millionen Stück gebaute Kameras. Das war dieses Fotogerät, der eigentlich ein Schmuckstück ist. Das war die Geschichte von Rolei 35. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.